Stellen Sie sich vor, Sie könnten in Ihren Garten gehen, eine Pflanze am Straßenrand pflücken und hätten ein Mittel gegen Schmerzen in der Hand, das seit 2.500 Jahren funktioniert. Kein Rezept, keine Apotheke, keine Nebenwirkungen, die Ihnen den Magen ruinieren. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Dann hören Sie mir jetzt bitte genau zu, denn genau diese Pflanze existiert. Sie wächst vielleicht sogar vor Ihrer Haustür, irgendwo zwischen den Pflastersteinen, am Feldrand, neben der alten Gartenlaube. Und das Verrückte daran ist, dass Ihre Urgroßmutter sie wahrscheinlich noch kannte. Sie wusste, was man damit macht. Aber dieses Wissen ist verschwunden. Nicht, weil die Pflanze versagt hat, sondern weil jemand dafür gesorgt hat, dass sie vergessen. In den nächsten Minuten werde ich Ihnen eine Geschichte erzählen, die mich fassungslos gemacht hat, als ich zum ersten Mal davon erfahren habe. Es geht um eine Pflanze, die Ärzte im Krieg benutzt haben, als ihnen das Morphium ausging. Eine Pflanze, die in jeder deutschen Apotheke stand, bis jemand entschied, dass sie dort nichts mehr zu suchen hat. Ich muss Ihnen gleich am Anfang etwas Wichtiges sagen. Dieser Beitrag ersetzt keine ärztliche Beratung. Bitte sprechen Sie immer mit Ihrem Hausarzt, bevor Sie irgendetwas an Ihrer Behandlung ändern. Was ich Ihnen hier erzähle, basiert auf historischen Dokumenten und wissenschaftlichen Studien, aber die Entscheidung, was Sie daraus machen, liegt bei Ihnen und Ihrem Arzt. Das ist mir wichtig. So, kommen wir zur Sache. Wir schreiben das Jahr 1550 vor Christus. In Ägypten, am Ufer des Nils, sitzen Gelehrte über eine Papyrusrolle gebeugt. Es ist einer der ältesten medizinischen Texte der Menschheit, der Ebers Papyrus. Und mitten in dieser Schrift taucht eine Pflanze auf. Die Ägypter nennen sie das Kraut der Götter. Sie beschreiben einen milchigen Saft, der aus dem Stängel fließt, wenn man ihn anritzt. Und sie sagen, dieser Saft nimmt den Schmerz und bringt den Schlaf. 500 Jahre später dokumentiert der griechische Arzt Dioskurides dieselbe Pflanze. Nennt sie Lactuca virosa. Der Name verrät, worum es geht. Lactuca kommt vom lateinischen Wort für Milch. Virosa bedeutet stark, wirksam. Wenn man den Stängel aufschneidet, tritt ein weißer, milchiger Saft heraus. Dieser Saft heißt Lactucarium. Getrocknet wird daraus ein bräunliches Harz, das dem Opium verblüffend ähnlich sieht. Die alten Ärzte nannten es deshalb latisch Opium. Aber hier liegt der entscheidende Unterschied, und das ist der Punkt, auf den es wirklich ankommt. Es wirkt ähnlich wie Opium, aber es macht nicht abhängig. Keine Sucht, keinen Entzug. Kein Teufelskreis, der einen Menschen zerstört. Stellen Sie sich das mal vor. Eine Pflanze, die Schmerzen lindert, die beruhigt, die beim Einschlafen hilft und die den Körper nicht in eine Abhängigkeit treibt. Die Römer wussten das. Die Griechen wussten das. Die ägyptischen Priester wussten das. 2.500 Jahre lang war das Allgemeinwissen. Man konnte in jede Apotheke gehen und danach fragen. Es war so selbstverständlich wie Kamillentee bei Bauchschmerzen. Bevor ich Ihnen erzähle, was dann passiert ist, möchte ich Ihnen von Günther berichten. Günther ist 72, lebt im Schwarzwald, hat 30 Jahre als Schreiner gearbeitet. Harte körperliche Arbeit, jeden Tag. Mit 60 kamen die ersten Probleme. Knie, Rücken, Schulter. Sein Hausarzt verschrieb Ibuprofen. Erst 400 Milligramm, dann 600, dann 800. Nach 2 Jahren fingen die Magenprobleme an. Sodbrennen, das nicht mehr wegging. Dann ein Magengeschwür. Sein Arzt sagte, das Ibuprofen müsse runter. Aber was dann? Die Schmerzen waren ja nicht verschwunden. Günthers Frau Renate hatte früher als Apothekenhelferin gearbeitet. Sie erinnerte sich an etwas, das ihr die alte Apothekerin beigebracht hatte, ein Kraut, das die Leute früher gegen Schmerzen nahmen, wilder Lattisch. Günther hat erst gelacht, ein Unkraut gegen Schmerzen, aber Renate ließ nicht locker. Sie besorgte getrocknete Blätter, machte einen Aufguss. Am nächsten Morgen sagte Günther einen Satz, den Renate nie vergessen wird. Renate, ich habe seit 3 Jahren nicht mehr so geschlafen. Das war vor 4 Jahren. Heute nimmt Günther nur noch selten Schmerzmittel. Sein Hausarzt weiß Bescheid und begleitet das Ganze. Ich erzähle Ihnen das nicht, damit Sie morgen in den Garten rennen und anfangen, Pflanzen zu kauen. Ich erzähle es, weil Günthers Geschichte kein Einzelfall ist. Da ist auch Helga, 73, aus Lübeck. Ehemalige Lehrerin, Arthros in beiden Händen, jahrelang Diclofenac, bis die Magenprobleme kamen. Eine Freundin brachte sie auf Lattisch-Tinktur.
In Absprache mit ihrem Hausarzt probierte sie es aus und konnte die chemischen Schmerzmittel deutlich reduzieren. Kein Wundermittel, sagt sie, aber eine Ergänzung, die mir gut tut. Diese Geschichten zeigen, dass da draußen Wissen existiert, das verloren gegangen ist. Und die Frage ist, warum? 1861 bricht der amerikanische Bürgerkrieg aus. Und hier wird es richtig interessant. Die Nordstaaten pumpen Opium in ihre Truppen. Millionen Pillen, Tonnen Pulver. Aber die Südstaaten sind abgeschnitten. Die Seeblockade zerstört alle Nachschublinien. Bis 1862 haben die Feldlazarette der Konföderierten kein Morphium mehr. Stellen Sie sich das vor. Ärzte, die Gliedmaßen amputieren müssen, ohne Betäubung. Soldaten, die schreien, die um Gnade flehen. Was machen die Ärzte? Sie schauen sich um. Und sie finden wilden Latex am Straßenrand. Sie schneiden die Stängel, sammeln den Milchsaft, trocknen ihn. Und es funktioniert. Nicht so stark wie Morphium, aber stark genug, um Operationen erträglich zu machen. Stark genug, um sterbenden Männern friedlichen Schlaf zu geben. Ein Feldarzt notiert, dass wilder Latex mehr Soldaten geholfen hat als alle anderen pflanzlichen Mittel zusammen. Nach dem Krieg stehen die Vereinigten Staaten vor einer Epidemie, Opiumabhängigkeit. Bis 1895 ist jeder 200. Amerikaner süchtig, aber die Soldaten, die mit wildem Latex behandelt wurden, keine Abhängigkeit, nichts. In den 1870er Jahren beginnen polnische Forscher methodische Vergleichsstudien. Sie haben Zugang zu beiden Mitteln und testen sie an Patienten mit chronischen Schmerzen, Atembeschwerden und Schlaflosigkeit. Die Ergebnisse, publiziert in medizinischen Fachzeitschriften, sind bemerkenswert. Ein Arzt schreibt, die Wirkung des Lactocarium sei milder als die des Opiums, aber frei von dessen gefährlichen Begleiterscheinungen. Keine Verstopfung, keine Atemdepression, keine Euphorie, die Patienten in die Sucht treibt. 1898 wird wilder Latex offiziell in die Arzneimittelliste der Vereinigten Staaten aufgenommen. Die United States Pharmacopoeia. Das ist kein Kräuterbüchlein vom Wochenmarkt. Das ist das offizielle Kompendium anerkannter Arzneimittel. Wilder Latex steht dort neben Morphium und Aspirin. 1911 empfiehlt der britische pharmazeutische Kodex Latex-Extrakt für Lutschtabletten und Sirupe als Beruhigungsmittel bei Reizhusten und mildes Schlafmittel. 1917 nennt eine medizinische Fachpublikation es eine gute, sichere schlaffördernde Substanz, die eingesetzt werden sollte, wenn Opium nicht in Frage kommt. In einer Zeit, in der Opium und Kokain frei über den Tresen gingen, empfahlen offizielle Stellen ausdrücklich wilden Latex als die sichere Wahl. Das war keine Esoterik, das war keine Volksmedizin. Das war offizielle, anerkannte Schulmedizin. Ärzte verschrieben es. Apotheker verkauften es. Patienten vertrauten ihm. Und dann verschwand es. Wie ist das möglich? Die Antwort ist erschreckend einfach. Geld. Ab den 1930er Jahren verändert sich die Pharmaindustrie grundlegend. Synthetische Chemie ersetzt natürliche Wirkstoffe. Der Grund? Synthetische Moleküle kann man patentieren. Man kann sie markenrechtlich schützen. Man kann den Preis kontrollieren. Aspirin, Paracetamol, Ibuprofen. Jedes geschützt durch Patente. Jedes verkauft zu kontrollierten Preisen. Jedes bringt garantierte wiederkehrende Einnahmen. Wilder Latex wächst am Straßenrand. Jeder kann ihn pflücken. Kein Patent. Keine Marke. Kein Geschäftsmodell, das funktioniert, wenn die Medizin im Graben wächst. Und man muss ehrlich sein, es gab auch ein wissenschaftliches Problem. Die aktiven Inhaltsstoffe, Lactocin und Lactocapacrin, sind instabil. Frischer Extrakt wirkt. Aber alte Präparate, die monatelang im Regal standen, verlieren ihre Kraft. 1944 erklärt ein Forscher die handelsüblichen Latex-Präparate für wirkungslos. Was nicht erwähnt, frischer Extrakt funktioniert nach wie vor. Aber der Schaden ist angerichtet. Wilder Latex fällt aus den Arzneimittellisten. Ärzte verschreiben ihn nicht mehr. Apotheken räumen ihn weg. Eine ganze Generation von Medizinern, die nach 1950 ausgebildet wird, lernt nie, dass es ihn überhaupt gab. Was an seiner Stelle wächst, ist ein Markt, der heute 80 Milliarden Euro wert ist. Allein in Deutschland geben wir jährlich über 5 Milliarden Euro für Schmerzmittel aus. Bayer, Ratiopharm, Hexal, Imperien, gebaut auf Molekülen,
die sich kontrollieren lassen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Aspirin ist ein gutes Medikament. Ibuprofen hat seinen Platz. Die moderne Medizin hat Fantastisches geleistet. Antibiotika retten Leben. Impfungen haben Seuchen ausgerottet. Daran gibt es nichts zu rütteln. Aber die Schattenseite ist real. Und über die spricht niemand gern. Nicht-steroidale Antirheumatika, also Medikamente wie Ibuprofen oder Diclofenac, verursachen jedes Jahr tausende Krankenhauseinweisungen wegen Magenblutungen und Magengeschwüren. In Deutschland sind das geschätzt über 2000 Todesfälle jährlich, die auf Nebenwirkungen dieser Medikamente zurückgehen. Paracetamol belastet die Leber. Die Opioid-Krise hat in den USA über 500.000 Menschen das Leben gekostet. Und auch in Deutschland werden jedes Jahr mehr als 4 Millionen Packungen stark wirksamer Opioid verschrieben. 75 Millionen Amerikaner leiden unter chronischen Schmerzen. In Deutschland sind es geschätzt 13 Millionen Menschen. Die Schmerzmanagementindustrie wächst und wächst. Und mittendrin, am Straßenrand, in verwilderten Gärten, wächst immer noch der Lattich, der schon den Pharaonen geholfen hat. Ignoriert, vergessen, unsichtbar. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, ob das alles nur alte Geschichten sind. Hier wird es spannend. Die Wissenschaft hat wilden Lattich wiederentdeckt. 2006 haben europäische Forscher die Wirkstoffe isoliert und getestet. Ergebnis? Bei entsprechender Dosierung eine schmerzlindernde Wirkung, vergleichbar mit Ibuprofen. Eine Studie aus 2021 hat den Mechanismus aufgeklärt. Lactucin ist ein Adenosin-Rezeptor-Agonist. In einfachen Worten, es beruhigt die Nervensignale, die den Schmerz weiterleiten, aber ohne die Opioid-Rezeptoren zu aktivieren. Keine Suchtgefahr, keine Atemdepression. Und es gibt einen Bonus. Die Inhaltsstoffe hemmen ein Enzym, auf das auch einige Alzheimer-Medikamente abzielen. Es gibt Hinweise, dass wilder Lattich auch die geistige Leistungsfähigkeit unterstützen könnte. Hinweise, keine Gewissheit. Aber faszinierend. Wenn Sie sich dafür interessieren, 3 wichtige Punkte. Die Qualität schwankt enorm. Manche Online-Produkte enthalten kaum Wirkstoff. Achten Sie auf seriöse Anbieter. Frischer Extrakt wirkt besser als altes Pulver. Und, ich wiederhole es bewusst, sprechen Sie mit Ihrem Arzt, besonders wenn Sie Medikamente nehmen. Wilder Lattich ist kein Ersatz für ärztliche Behandlung. Er ist eine Ergänzung. Die Pflanze wird bis zu 2 Meter hoch, kräftiger, manchmal leicht violetter Stängel, gezahnte Blätter mit Stacheln an der Mittelrippe, kleine gelbe Blüten. Ritzt man den Stängel an, tritt der weiße Milchsaft aus. Aber pflücken Sie nicht einfach irgendwelche Pflanzen am Straßenrand. Verwechslungsgefahr besteht. Wenden Sie sich an einen Kräuterkundler oder besuchen Sie einen Kurs an der Volkshochschule. Was mich an dieser Geschichte am meisten bewegt, ist nicht die Pflanze selbst, es ist die Art, wie Wissen verloren geht. Nicht durch eine Verschwörung, nicht durch einen bösen Plan, sondern einfach dadurch, dass niemand mehr davon erzählt. Die letzte Generation von Apothekern, die wussten, wie man Lactucarium gewinnt, ist gestorben, und mit ihnen ist das praktische Wissen verschwunden. Wer finanziert die Forschung für etwas, das man nicht patentieren kann? Die Antwort ist niemand. Kein Unternehmen steckt Millionen in Studien, wenn am Ende jeder die Pflanze am Straßenrand pflücken kann. Das bedeutet nicht, dass wilder Lattich automatisch wirksam oder sicher ist. Aber die Abwesenheit großer Studien ist nicht gleichbedeutend mit der Abwesenheit von Wirkung. In Deutschland hatten wir eine reiche Tradition der Kräutermedizin. Sebastian Kneipp kannte wilden Lattich. Hildegard von Bingen beschrieb verwandte Pflanzen. Paracelsus nutzte pflanzliche Extrakte als Grundlage seiner Heilkunst. Dieses Wissen ist nicht primitiv, es ist nicht rückständig. Es ist ein Erbe, das wir leichtfertig aufgegeben haben, weil wir dachten, synthetische Chemie könnte alles besser. Die Pharmaindustrie ist kein Feind, sie hat uns fantastische Medikamente gebracht, aber sie ist ein Wirtschaftsunternehmen. Und wenn eine wirksame Medizin nicht ins Geschäftsmodell passt, wird sie nicht gefördert. Nicht unterdrückt, nicht verboten, einfach vergessen. Und das ist fast schlimmer. Denn Unterdrückung erzeugt Widerstand. Aber vergessen ist endgültig. Bis jemand die alten Bücher aufschlägt und sagt, Moment mal, da war doch etwas, die Pflanze steht immer noch da draußen. An Straßenrändern in Bayern und Brandenburg, an Feldwegen in Niedersachsen, auf Brachflächen von Hamburg bis Freiburg. Sie braucht keine Werbung, kein Marketing, kein Budget. Sie wächst einfach. So wie seit Jahrtausenden.
Und sie wartet darauf, dass jemand sich erinnert, was unsere Vorfahren längst wussten. Wenn dieses Thema Sie angesprochen hat, teilen Sie es mit jemandem, der davon profitieren könnte, und vergessen Sie bitte nicht, mit Ihrem Hausarzt zu sprechen. Altes Wissen verdient es, gehört zu werden, nicht als Ersatz für moderne Medizin, sondern als Ergänzung. Als Erinnerung daran, dass die Natur uns manchmal Antworten gibt, die kein Labor erfinden muss. Passen Sie auf sich auf. Bis zum nächsten Mal.